Jan Herzog. Hallo Jan. Wir filmen heute am 17. Juni 2023 auf der LMC Händlertagung. Zwei Mädels. Einmal die Marina. Grüß dich, Marina. Hi. Ja, du bist Raumausstatterin und Designerin und bist tätig für LMC und mitverantwortlich für das Design von Reisemobilen. Das Ganze soll langlebig sein. Das Design soll lange halten. Da muss man anders arbeiten, als wenn man, auf einer Fashion Show ist in Paris, oder? Ja, genau. Also man muss natürlich auch nach den Trends gehen, aber auch, was jetzt die nächsten mindestens 10 Jahre noch Trend ist und bleibt. Und da muss man schon genau schauen. So, wir gucken mal, was für ein Grundriss das ist. Magst du mal reingucken? Vielleicht kennst du den ja schon. Und guck mal nach links. Geh mal ganz rein und guck mal auf das Bett, denn oft entscheidet sich das im Bett. Wie heißt es dann? Queensbett. Queensbett, genau. Ja, könnte sein. Stimmt's? Ja. So, hat Jan schon mal gut gemacht, ja. Denn 84.545 Euro. Ich habe gar nicht gewusst, dass ihr Queensbetten baut. Ja, machen wir schon. Also ist auf jeden Fall einer unserer beliebtesten Produkte. So, für 84.000 Euro kriege ich ein Queensbett und da habe ich natürlich nicht so ganz die Garagenhöhe. Das ist immer so eine Geschichte. Ich muss natürlich wissen, was ich will. Will ich jetzt Mountainbikes mitnehmen, dann muss ich die jetzt hinten auf dem Heckgepäckträger draufnehmen. Oder will ich einen sehr bequemen Einstieg, das werden wir gleich sehen. Was ist dein Favorit? Bequemer Einstieg. Queensbett. Ja, genau. Ist aber nicht der beliebteste Grundriss bei euch. Ich glaube, längs Einzelbetten wahrscheinlich, oder? Ist noch beliebter auf jeden Fall. So, wir machen es kurz. Guckt euch bitte viele andere Videos an. Wir sind ja auf dem Händlertreffen der Tourer. Da ist das automotive Heck, das kam vom Wohnwagen zunächst, wurde dann übernommen, anschließend auf die Reisemobile. Teilweise baut ihr sogar auf demselben Band wie die Wohnwagen. Das ist große Erfahrung. Wohnwagen baut ihr schon ewig. Wie lange seid ihr am Markt ungefähr? Pi mal Daumen, sie guckt an und LMC. Jetzt habe ich dich einmal bekommen, gell? Du bist seit 2 Jahren dabei? Ja, genau, also noch relativ frisch. Also ich glaube, vor 2 Jahren hatten wir 65-jähriges Jubiläum, also von daher. Sehr lange. Ja. Aber ihr baut wirklich schon lange Wohnwagen. Die ältesten fahren sogar noch, habe ich ja. Es gibt richtige, die Knospe. Ja, genau. Also das war damals das erste, was der Herr Austermann hergestellt hat. Und das war sogar auch zum Aufstellen. Also noch so ein ganz altes Ding. Steht sogar bei uns in der Kantine. Ja, hier sieht man übrigens einen Wohnwagen daneben. Also wenn du aufs Heck drauf guckst, das ist dasselbe Familiendesign. Wenn ich es jetzt nicht wüsste, da ist eine Rückfahrkamera, die wird am Wohnwagen wohl nicht dran sein, oder? Nee, bisher noch nicht. Wahrscheinlich nicht, aber kann man ja auch dran machen. Ja, das ganze Queensbett, wir werden das gleich mal sehen. Der besondere Vorteil ist natürlich, dass man mehr Kleiderschränke hat. Auch das ist für Frauen ganz toll, also hängende Kleidung. Denn man will ja auch mal eine Bluse mitnehmen, gell? Das stimmt. Man möchte ja nicht, dass die Klamotten dann verknittert sind, wenn man ankommt. Ja, geh mal rein bitte in die Garage, dass man mal sieht von der Höhe her. Das wird schon ein bisschen eng, du musst dich ein bisschen recken. Geht's da nochmal hoch anschließend? Genau, es geht dann nochmal hoch innen drin, das heißt, da ist schon Platz vorhanden. Aber Warte, ich zeig's mal gerade, dass man das sieht. Also es hört hier nicht auf. Das ist dann schon nochmal so 25 Zentimeter ungefähr, geht es immer hoch. Aber klar, Fahrrad passt nicht rein, aber andere... Doch, pass rein. Falträder passen rein. Passt rein? Ah ja, stimmt, klar. Ja, Du kannst ja, weißt du, die wir das letzte Mal aufgebaut hatten, die Ja. du auch getestet hast, ja. Genau. Engwe oder wie sie alle heißen. heißen. Genau. Sogar Falt-E-Bikes. Ja. Also das müsste man wissen. Und dann natürlich hier dieses Fenster, das könnte so auch aus dem Wohnwagen sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also schön groß, man kann aus dem Bett rausschauen. Ist schon schön. Ein seltsames Format für ein Reisemobil, aber sehr praktisch. Das sehen wir gleich mal von außen, oder? Sieht man nicht so oft. Habe ich noch nie gesehen. Also das Format, so ein typisches Wohnwagenfenster. Tourer Lift H720. Wir gehen mal rein. Guckt euch bitte die anderen Videos an. Coupé-Einstieg. Ganz wichtig, die 70 Zentimeter Tür ist für dich natürlich immer als Designerin so ein Gräuel, weil das geht auf den Innenraum. Ja, das ist immer ein Problem. Aber im Endeffekt, wenn es halt dann fertig gebaut ist, muss man sagen, man kriegt ja trotzdem auch irgendwie alles designmäßig unter. Ja, ihr konstruiert das Ganze mit einer Software. Und ihr könnt sogar funktionell alles ausprobieren. Das heißt also, ist der Tisch richtig? Geht die Tür noch zu von dem Klo? Also alles könnt ihr simulieren, erstmal bevor es gebaut wird. Ja, genau. Aber das meiste stellt sich auch immer noch bei uns im Musterbau heraus. Also wir testen auch viel im Musterbau, um überhaupt zu gucken, hat man da genügend Platz und passt das alles? Müssen wir noch was verändern? Ja, und dann bauen wir das ein. Ja, wollte ich auch gerade sagen, wahrscheinlich ist es dann nochmal in der Praxis nochmal ein bisschen anders, wenn man es dann testet.
Ich glaube, wenn du reingehst und bewegst dich da drin, dann ist der Unterschied. Ja, es ist ein geniales Zwei-Personen-Fahrzeug. Das werden wir euch gleich mal zeigen, warum. Weil du hast nochmal ein extra Hubbett mit dabei. Das heißt, der eine könnte sogar in diesem nicht sichtbaren Hubbett, das ihr so gut versteckt habt, auch mit einer speziellen extra Sicherheit versehen habt. Das heißt, ihr habt Endabschalter mit drin, ihr habt nochmal zusätzliche Sicherheit. Das Ganze ist unglaublich stabil. Wir haben es gerade eben nochmal mit dem 37? mit dem Kollegen von dir. Name nochmal? Dominik. Dominik haben wir es gezeigt, ja, der das Ganze mit konstruiert hat. Ja. Und da haben wir es nochmal gezeigt, wie stabil dieses Hubbett ist. Komm, wir fahren es mal runter, dass wir es direkt mal sehen, denn das ist sehr, sehr versteckt. Also du kannst es so lassen und dann runterfahren. Ja. Okay, Moment. Fahren wir es mal ein Stückchen runter. Genau, das habe ich schon gelernt. Also in der Ecke. So, vielleicht. Ah ja, genau, das geht hier ein bisschen weiter raus. Genau. Und das ist riesig, das Hubbett. Ja, da kann man auch schön zu zweit drin liegen. Ist das größte Hubbett, was ihr habt? Ja. Es geht hier runter. So, und dann wahrscheinlich bis zu den. Ja, zum Zeigen ist das okay. Warte mal, es geht noch einen Ticken weiter Ja, das runter. wird wahrscheinlich noch ein Stück. Immer die gleiche Flasche steht da. Hier ist die Deko, die wäre Aber ich fast. glaube, viel mehr kommt da auch nicht mehr, aber vielleicht noch ein Stückchen. So, kleines Stückchen. Ja. Ja. So, Genau. so ist gut. Also das wäre jetzt die Höhe. Ja. Hubbett, was dir aufgefallen ist, du hast direkt hier oben noch ein kleines Geheimfach. Ja, das ist wirklich eines meiner Favoriten. Dass man da nicht nur, man könnte was verstecken zum Beispiel, was dann wirklich keiner herausfindet, weil wenn du reinkommst, hast du ja nicht das Gefühl, dass ein Hubbett da ist. Na, jetzt ist vorbei. Jetzt Ja, haben wir es jetzt, ist so, gesagt. jetzt hat es halt jeder gesehen, genau. So, dann kannst du hier reingucken. Das heißt, du hast hier eine ordentliche Bettbreite. Und du hast da die mehrfache Sicherheit. Du hast also links diese Gurte, das sind so wie so Rollladenbänder, die reinkommen. Dann hast du hier nochmal ein Seil in der Mitte. Hinten hast du eine massive Schiene und oben ist nochmal die Verriegelung. Und die ist auf beiden Seiten. Das heißt, das Ganze hakt ein. Es gibt einen irren, lauten Warnton, wenn das nicht ordentlich eingehakt ist. Ja, das kennst du? Ja, ich habe schon mal gehört, ja. So, und dann hast du hier Lattenrost. Bitte mal richtig kräftig ranwackeln. Dann. Wenn du mal irgendwie mal versuchst. Wow. Da tust du hier wirklich gar nichts. Bitte mal hoch und runter. Da ist Das geht nichts. gar nicht, hoch und runter geht gar nicht. Weil normalerweise, es kann sich schon mal bewegen, aber das ist so fest, dass wenn du hier drauf liegst, hast du den gleichen Schlafkomfort wie hinten. Das ist halt bloß, klar, wenn du jetzt natürlich nicht mehr so gut zu Fuß bist, hast einen Hüftschaden, auf das Bett draufzukommen, ist ja natürlich nicht so einfach. Aber die Enkelchen oder Kinder oder wer auch immer mitfährt, der kann dann hier schlafen. Es geht sogar... Das ist eigentlich auch ein guter Trick, wenn man wirklich mal was verstecken will. Geht's auch da drunter und dann nach oben fahren. Ja, Jetzt ist kein Trick mehr, aber. jetzt kein Trick mehr. So, dann fahren wir hoch. Rausfallschutz war drin. Aber krass, wie das verschwindet. Es ist, wenn du es nicht wüsstest, das glaub ich so. Genialste, was ich bisher gesehen habe. Ja. als Dieb, dann Bin bist halt- du erstmal, kommst du erstmal gar nicht drauf. Denn es schließt auch hier von der Fertigungsgenauigkeit, Ja, super. guck mal hier, schließt es komplett ab. Hast du gehört? Zweimal hat es gemacht Ja. und hat reingeklickt, richtig. Ja, dann Face to Face. Bitte setzt euch mal beide hin. Dann kann ich das mal gerade filmen. Denn wir haben, warte, ich ziehe mal gerade, ich glaube, dass mein Weitwinkel noch einen Ticken mehr kann. Den wahrscheinlich auch noch Ja. verstellen. Bisschen geht noch. Und man kann ja auch zur Seite ziehen. Ach so, okay, das heißt, der geht dann so in die Richtung Genau. so ein bisschen, ja. So, und jetzt dürft ihr mich bitte bitten, du hättest gerne was darf ich Ihnen bringen? Einen Kaffee mit Milch. Einen Kaffee mit Milch, Sie möchten gerne? Latte Macchiato, bitte. Ach, das ist auch gut. Das nehme ich auch. Es dauert einen kurzen Augenblick, ich nehme die Bestellung auf und es gab ja wirklich während der Pandemie Restaurants, die haben dir das Essen reingebracht. Hast du es gewusst? Nee, Du nicht. konntest auf dem Parkplatz halten, die durften ja keinen aufnehmen. Dann haben die gekocht für dich und haben dir das Essen ins Wohnmobil gebracht. Das habe ich nicht gewusst, nee. Doch, Das war wirklich Luxus, so. Ne? Ja, Es ist kein Hoax, Das es ist hätten die so mal passiert. beibehalten. Finde ich gut. Ja. Also es ist ein Konzept für die Zukunft, finde ich. Weiß ich nicht. Also ich würde gerne schon im Hotel oder im Restaurant sitzen. Also wenn ich das schon, ich zahle den gleichen Preis. Aber für die Gastronomen, die waren ja zu, die ging nicht anders. Und dann, Das stimmt. also ich selbst habe es noch nicht probiert. Also es ist so. Paar Sachen, die wichtig sind, ist zum Beispiel die Expertise bei dem großen Panoramafenster. Wissen wir mittlerweile, das ist dicht. Denn auch hier, das ist nämlich zum Öffnen. Viele machen das verschlossen, aber da habt ihr so viel Erfahrung mit, da passiert gar nichts. Und GFK, vielleicht nochmal da mal kurz drauf einzugehen, das ganze Auto ist komplett aus GFK, die ganze Außenhülle. Ja, das ist richtig.
alles aus GFK. So, Vorteil ist, Dellen und so weiter, das wird schwierig, aber auch die Haltbarkeit. Und ja, kommen wir nochmal zum Thema Design. Ist dir das jetzt zu viel Holz hier, oder? Das ist lustig, weil ich habe vorhin ja gesagt, Holz ist nicht ganz mein Fall, aber jetzt gerade mit den weißen Oberflächen, die nicht Hochglanz sind, was ich sehr schön finde, passt das super gut zusammen und es macht es halt wohnlich. Der Holzton, den ihr gewählt habt, ist auch ein sehr schöner Ton. Von daher sage ich da jetzt nicht Nein zu. Wenn du es bekämst. Wenn ich es bekäme, genau. Tisch Würde ist, ich kaufen, genau. so, Tisch ist diesmal fest, aber jetzt mal ganz ehrlich, mit dem Hubbett mit dabei, dann brauchst du das jetzt auch nicht zum Umbauen. Dann kannst du die beiden hier drehen. Das Fahrerhaus diesmal Citroën, was wir hier drauf haben. Und ja, die Besonderheit hier natürlich alles mit Anti-Fingerprint. Das heißt, ich kann ruhig fettige Finger haben, das siehst du nicht, oder? Ja, Gott sei Dank. Also ich habe immer das Problem, dass ich, nachdem ich Chips gegessen habe, fettige Finger habe. Aber das sieht man da Gott sei Dank nicht. Also ich brauche nie wieder reinigen. Ja, wäre schon gut, wenn man es ab und zu mal putzen würde, aber man sieht es nicht. Mit Soft Close. Mit Softgloss. Ja. So, hier ist ein Schrank mit drin. Ist das auch Soft Close? Okay, Drunter. aber das war besser nicht. Zieh mal auf, da ist wahrscheinlich wieder dieser Apotheker. Der Das kann natürlich sein. könnte, nee, ist nicht. Also ein Schrank, Aber genau. also in der Mitte Schublade. LMC, hier ist die Bordmappe mit allem Wichtigen drin und hier noch ein Fach drin. Die Frage ist, was macht man da rein? Ach, das ist die Griffmulde, damit ich sie rausziehen kann. Okay, verstehe. Ja. So, hier ist noch eine Originalschiene mit dabei. Hier ist zum Beispiel Zubehör, so ein kleines Teil, das wird in die Nut dann einfach eingehangen. Und ein 3-Flammen-Kochfeld. Mal bitte öffnen, Jan. Merci beaucoup. Mit Spritzschutz an der Seite. Finde So. ich auch sehr praktisch. Weil es haben tatsächlich mehrere bemängelt, dass ihr es nicht benutzen, weil da kein Spritzschutz ist und natürlich auch keine Abzugshaube, was jetzt auch natürlich nicht möglich ist. In dem Sinne, aber Viele haben hier beim Hubbett haben die so eine Blende davor, damit das vom Möbelbau gleich aussieht. Ihr habt euch für was viel Pragmatisches entschieden. Für Platz und ein Gewürzregal. Guck mal. habe ich mir auch überlegt, sollte es ein Gewürzregal sein, ja oder nein? Wenn jetzt jemand drin schläft, klar kann man hier nicht mehr viel benutzen. Fände ich sehr praktisch, ja. Cool. Also ich habe gesehen, mit den Blenden hast du auch gesehen bei einigen Wettbewerbern. Ja. Die machen so Blenden, die haben gar keine Funktion, nur damit es schön aussieht. Wenn du die vergisst, ist auch doof, weil dann, und da kann man es auch gleich weglassen und hat hier mehr Platz und das Gewürzregal. Also das ist schon sehr üppig. Dafür ist der Schrank hier ein bisschen kleiner wegen dem Hubbett. Auch der ist aber goldig. Da kannst du Teller reinmachen und Passt. ich guck mal gerade, ist hier ein Dunst? Ah nee, da ist Elektrik drunter vom Hubbett. Und Cool, wenn eine Dunstabzugshaube wäre. ja, aber du machst das Fenster auf. Also das ist ja direkt da drüber. Also, Die meisten Leute kochen ja nicht wirklich in ihrem Wohnmobil. So ist es ja. so, jetzt werden wieder ganz viele schreien, Jan, ich koche immer im Wohnmobil. Ich mache da. Die kleinen Speisen kochen ganz viele, das haben sie uns erzählt, aber so diese stinkigen Sachen, die kocht man doch mal draußen. Komm, wir tauschen mal die Position. Euer eigener Kühlschrank. Ja. Aus der Hümmer-Gruppe. Ein kompletter großer Kompressorkühlschrank. Mit Getränkefach. Getränkefach. Da habe ich gehört, da bleiben die Getränke auch richtig kalt drin. Weiß nicht, aber ich weiß nur, ist er leise und kühlt gut. Also wir haben sogar schon ausgetestet, das Bier, was da drin war leider sogar tiefgefroren. Also ja. Unten oder oben? Nee, generell, also alles, was da drin war. Also wenn ihr den auf Minus gestellt habt, ja, genau, auf Vollgas. Sehr kalt eingestellt. Und es waren draußen wirklich halt 30 Grad. Okay, Also, das heißt, ihr habt es mal drauf ankommen lassen. Ja, aus Versehen. Sehr schön. Jetzt auch wieder die tolle Schlüsselablage. Habe ich ja beim letzten auch gezeigt, genau. Die Schlüsselablage. Genau. Finde ich wirklich sehr praktisch, sonst würde ich es nicht immer wieder erwähnen. Super praktisch. Schuhschrank. Das ist auch selten, dass du mal so einen großen Schuhschrank drin hast, den einfach ausziehen kannst. Auf der anderen Seite hast du noch eine Schublade. Marina. Ich glaube, da ist eine normale Öffnung, ne? Ja, da kannst du dann auch Ja, noch genau. was reinmachen. Da liegt doch sogar was drin. ja, ein paar Kabel und... Und die Kennzeichenhalter. Könnte man vielleicht eine Eurobox reinmachen. So, dann kommt das Highlight natürlich, das Queensbett. Marina, komm mal mit. Und du hast gesagt, für ein Queensbett, da sterbe ich für. Ja, das stimmt. Das ist ja wirklich toll. Wenn du auch mal reingehst und vielleicht Jan mal rechts, du mal links. Und dann sieht man sehr schön, man geht hier einfach drauf. Du hast eine Stufe und dann ja, bist du wie zu Hause oder eher so wie im Hotel, so ein kleines bisschen. Ja, es ist einfach, also man fühlt sich einfach direkt wohl. Alles ist so gemütlich, man hat die schönen Fenster, man hat genügend Platz, auch für Hunde. Ja, ich finde es auch schön, dass ich die Stufe hochgehe noch stehen kann.
Das ist ja auch nicht ganz normal, dass ich jetzt hier noch richtig stehen kann. Aber das passt auch gerade jetzt so, genau. Du bist Wir 1,75 sind Meter, so Meter 75. 74, genau. 74. Ja, also gut. Plus Schuhe sogar Genau. in dem Fall. Oder dann noch höher. Aber das Highlight ist natürlich, dass man schön in der Mitte liegt, ist es nicht, sondern der Kleiderschrank links und rechts. Guck mal. Für Kleider, die du ja normal gar nicht hast. Und du hast noch eine Ablage davor. Da habt ihr ein bisschen Deko hingestellt. Genau. Hier haben wir einmal zum Hängen auf der einen Seite, einmal zum Hinlegen auf der anderen. Also richtig viel Platz. Und was so richtig toll ist, ist natürlich, dass man auch eine Steckdose auf beiden Seiten hat. Naja, erwähn's nicht. Du weißt ganz genau, worauf ich an. Nee. Ja, wir haben ein Reisemobil für 300.000 Euro. Da gibt es hinten keine Steckdosen. Ja. Oh, okay. Ich habe Das sie, war auch- ein Versehen. Also, hab sie auch vergessen zu bestellen. Das war Genau. mein Fehler. Das war ein Versehen. Ich nehme es so. Cool ist hier die Ablage. Da kannst du das Handy drauflegen. Das ist ein richtiger Nachtschrank, so ein kleiner, Ja. oder? Ja, Gott sei Dank. Also man braucht ja auch irgendwas zum Ablegen. Ja, ihr kommt aus dem Wohnwagenbereich. Da sind große Kleiderschränke ein Muss. Da kannst du alles vergessen, wenn du keinen Kleiderschrank drin hast. Brauchst du ihn erst gar nicht verkaufen. Und hier siehst du, also hier hast du eigentlich viele Dinge aus dem Wohnwagen. Du hast eine große Dusche, wie im Wohnwagen. Du hast 2 riesen Kleiderschränke. Du hast hier auch eine Besonderheit. Das Teil nimmst du raus. Das ist eine Transportsicherung. Ja, auch unter anderem. Aber eigentlich ist das der Tritt, weil wenn man hier einmal ins Bett geht, dann muss man nicht in die Duschtasse reintreten. Dann hat man hier diesen Tritt, den kann man rausnehmen, wenn man duschen möchte. Und dann Ja, damit du eine Ebene hast, damit du nicht da reinfällst. Ja, genau. Ja. Also wenn du das mal rausnimmst, dann sieht man, das ist die Transportsicherung. Das heißt, in dem Moment kannst du dann auch die Duschtasse öffnen. Und das kann man komplett, glaube ich, rausnehmen oder einfach nur so. Okay. zum Beispiel auch klappen. Okay, kann's klappen. Und dann kannst du einfach eintreten. Und jetzt kann man nämlich die Duschtüren öffnen. Und vorher waren die natürlich blockiert. Und dann hast du eine Dusche drin. Pragmatisch, also nicht zu groß, nicht zu klein. Geh ruhig mal rein, John. ist gar nicht so klein. Kann man hier Und noch Sachen abstellen unten und hier drin. Ist doch gut. kannst duschen. So, das ist die John. Jetzt kann man so schemenhaft erkennen. Bitte mal drehen. Spooky. Okay, funktioniert. Also kannst du sogar noch umdrehen. Und wenn du fertig bist, dann einfach zurückfalten, rausgehen. Super. Die andere Duschtür noch einklappen. So musst du rausgehen. Und dann kannst du wieder das Ding zurücklegen. Ich zeig's mal gerade. Und dann hält's, ja. Ja, und dann hast du auch gleich deine. Ja, ihr kommt auf Ideen. Also, Also das hier mit dem Einklappen, das habe ich noch nicht gesehen. Ich auch das nicht. Das ist neu. Also normal ist immer so die Stufe, die liegt in dem Weg und dann musst du irgendwie hintun. Gut. So, jetzt, okay, habe ich verstanden. Das heißt, hier unter dem Bett ist ein riesengroßer Stauraum, nämlich die Garage. Heb mal bitte das Bett hoch. Gucken, ob da noch was. Oh ja. Siehst du mal, war doch gut, dass wir es hochgehoben haben. Ja. Denn hier ist jede Menge Stauraum nochmal extra. Genau, also hier kann man wirklich noch genügend unterbekommen. So, all das könnt ihr kaufen für Geld, nämlich bei der Firma LMC. Wir sind auf der Händlertagung 2023. Das Queensbett, die Queensbett-Version von LMC Made in Germany in Sassenberg. Sassenberg? Ja. Sassenberg. Und das Ganze heißt Lord Münsterland Caravan. Und ich dachte immer, ohne Witz, die kommen aus den Niederlanden. Da werden die gefertigt. Und jetzt kommen wir noch zum Highlight. Das ist das Badezimmer. Mit einer Raumbadtür. Kann man zumachen, abschließen. Kennst du? genau, natürlich. So, Haben wir in und unserem jetzt auch mit drin. Badezimmer. Sehr praktisch. Ja, sehr cool. Genau, Badezimmer mit Spiegelschrank. Wieder den altbekannten Gummiseilen, Shockpoint, wo man dann so kleine Handtücher reinstecken kann zum Beispiel. Und natürlich unten den Schrank. Genau. Wo ist denn jetzt der Klopapierhalter? Also den haben wir auch extra weggelassen, weil es immer die Diskussion gab, der müsste dahin oder dahin. Und da haben wir gesagt, okay, dann kann sich der Endkunde das wirklich selber aussuchen, wo er den hinhaben möchte. Den kann man auch hinkleben. Mittlerweile Kann man sogar. auch. Oder einfach dahinter stellen, wenn man dann Lust Okay, drauf hat. weil den immer nicht gefunden haben. Ist immer so eine Diskussion, wenn wir irgendwas filmen, wir finden den nicht. Und dann fragen die Leute immer direkt, wo ist denn der Klopapierabroller? Und hier noch ein Das ist ja auch eine Handtuchhalter. wichtige Frage. Ja, genau. Gut, also große Toilette. Setz dich mal bitte auf den Toilettendeckel, damit ich einmal hier rein filmen kann. Da bist du, da ist dann nochmal der Schrank drunter, hier ist das Waschbecken. Hier nochmal, bitte nochmal öffnen, den Kann ich die Schrank. Toilette auch drehen, oder? In dem Fall? Müsste eigentlich. Okay. Ich dachte nämlich. Doch, genau, weil man könnte ja im Prinzip die Tür auch zumachen und dann
bin ich noch ein bisschen mehr Privatsphäre. Aber nicht reinmachen, weil die sind alle gut. Mach ich hier heute. So, dann lass mich mal raus. Bitte. Mach doch mal auf, da war ein cooles Detail. Guck mal hier, du hast 4 Halter. Einmal hier Das stimmt. und einmal da. Die habe ich heute auch gesucht, die Halter. Ja, bei dem Ich anderen. will es jetzt nicht mal laut sagen, Nee, aber nee. Einer ist ja drin. So. einer, ja. So, hier sind wir. LMC, das ist das Bedienpanel. Hier siehst du auch Frischwasserzustand und. Und die Bedienung Truma Kombi von der Gasheizung, die kennst du, die Bedienung schon. Ja, genau. Die ist einfach, aber einmal funktioniert. auf Strom oder auf Gas. Und das Modell heißt Turalift H720. Ich bedanke mich bei Marina und Jan. Heute ist der 17. Juni 2023. Tschüss.